So, herzlich willkommen zu meinem neuen Daytrading Livestream. Ich mache mein Daytrading zu meinem Business. Folge 63. Heute ist der Mittwoch, der 24. Februar 2021. Wir haben kurz vor 2:30 und gleich geht's mit unserem Superstream los. Ja, was könnt ihr in diesem Superstream erwarten? Natürlich Daytrading, Daytrading, Daytrading und bestimmte Regeln, wie wir das Ziel erreichen können. Aber wie ihr es mittlerweile gewohnt seid, machen wir als erstes, oder mache ich als erstes natürlich die Pre-Markt-Analyse. Und diese Pre-Markt-Analyse sieht so aus, dass ich erstmal den Trend bestimme. Jetzt muss ich mal kurz den Superdom, sehe ich gerade nicht. So, okay. Und auf dem Pre-Markt können wir so sehen. Hier ist das Tief. Ja, hier in diesem Bereich ist noch kein Tief. Aber wir haben auch hier gleichzeitig kein neues Hoch und kein neues Tief. Und dann gehen wir kurz auf den kleinen Chart und da sehen wir hier. Ja, hoch. Kein neues Hoch. Oder kein neues Tief. Ja, hier ist kein neues Hoch. Neues Tief. Definition für einen Abwärtstrend. Und deswegen denke ich mal, suchen wir einen Einstieg kurz. Ja, nach unten. So. Oh, ja, Mann. So. Was ist zu sehen? Natürlich ist wichtig, bestimmte Punkte zu beobachten. Ja, generell gesehen ist hier ganz klar Abwärtstrend. Ja. Hier haben wir noch kein neues Hoch, das heißt, das brauchen wir eigentlich nicht. Das ist unser Haupttunnel, sozusagen gesehen, der den Trend bestimmt. Da sind die letzten, also in diesem Bereich befinden wir uns gerade. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, oder meine Aufgabe ist es jetzt quasi, den Einstieg Short zu finden. Und ich werde jetzt versuchen, natürlich genau das zu machen. Ja. Was gibt's noch zu erzählen? Wie gesagt, als erstes natürlich ist das ein Daytrading Livestream. Ja, das heißt, in diesem Livestream ist alles zu sehen. Das heißt, wie ich meine Strategie mache, die Pre-Markt-Analyse, die Einstiege und die Ausstiege natürlich. Ja, und alles das transparent. Das heißt, ihr könnt es jederzeit nachtraden, wenn ihr wollt, wenn Interesse besteht. Ja. Okay. So. Ja, ne? Wie gesagt, als erstes, was wir tun können, ist natürlich warten. Keiner will es machen, keiner will darauf hören, aber Fakt ist, die meiste Zeit beim Traden verbringt man nun mal mit Warten.
Wie gesagt, ich bin gerade auf der Suche nach einem Setup, also nach einem Einstieg Short. Ich hoffe, das passiert demnächst. Ja. Ich hoffe, nach heute, wie gesagt, wird es besser laufen als gestern. Weil gestern, jeder, der zugeschaut hat, hat gesehen, eine meiner größten Schwächen. Möglicherweise ein Trade verpasst jetzt. Ja. Definitiv den Trend verpasst. Kann man nichts machen. Es passiert nun mal. Und manche Sachen kann man kontrollieren, manche Sachen kann man nicht kontrollieren. Aber das Gute ist, oder beziehungsweise heißt das Gute. In dem Markt sehen wir aber auch gleich, ja, Einstieg verpasst. Hat er schon mal Steve gemacht, ja, ein kleiner Trend ist auf jeden Fall schon mal bestätigt. Ja, und man wird sich sehen, na, wie weit das wirklich heute läuft. Ja, war sehr unglücklich, ne? Weil wie gesagt geklickt. Punkt weniger, 88 hier. 86 hier sind 2 Punkte. Jetzt sind 2 Punkte und 86 2 wäre unser Ziel. Ja, das Einzige, was mir übrig bleibt, ja, in diesem Bereich ist natürlich zu warten, bis ich die nächste Gelegenheit kriege. Ja, und das wird passieren, ob man will oder nicht. Ja, wie gesagt, ob man will oder nicht, das wird passieren. Weniger. Oha. Ja, das ist quasi der große Trade, den ich verpasst habe für heute. Und dann geht es natürlich, dass man alles gut findet.
Was haben wir hier? Eine Bestätigung. Und natürlich, dass wir auf jeden Fall in den Bereich oder gleich, wenn der Markt zurückkommt, dass es auf jeden Fall eine Gelegenheit gibt, Short zu gehen. Wie gesagt, es ist keine Pflicht, aber es ist trotzdem möglich, dass der Markt tatsächlich gleich im nächsten Moment Short geht. Ja, was gibt es zu erzählen? Ja, auf jeden Fall, wir haben gerade einen aktiven Abwärtstrend. Was für uns wichtig ist die Korrektur. Da sind die Punkte aktuell. Ja, jeder tiefe Punkt ist tiefer als der vorherige und natürlich dasselbe ist mit dem Hoch. Ja, dass jedes Hoch tiefer ist als das vorherige. Das ist eine Definition für einen Abwärtstrend. Und da ich im Daytrading live mache und im Livestream, wie gesagt, kann ich nicht immer auf alles eingehen, aber wer regelmäßig zuschaut, wird mein Regelwerk früher oder später vollständig verstehen, ja, und auch anwenden können. Ja. Und das ist ja das in der Sache für diejenigen, die auf jeden Fall sich die das Trading lernen wollen. Das ist unabdingbar. Ja, das ist der Markt fällt gerade aktuell immer weiter und beziehungsweise immer tiefer und tiefer. Und das ist ja fast so, als ob wir dass ich auf einen Trendwechsel warte. Trend Change. Ja. Jawohl. Na. Trend Change ist natürlich ein bisschen risikobehafteter als der Trend zu traden. Ja, man steigt ein und in den meisten Fällen im Trend klappt das auch. Es kann auch solche Situationen geben, so wie gestern wir hatten bei dem ersten Trade. Da geht man oder da habe ich eine Position eröffnet, wurde direkt ausgestoppt und der Markt lief erst dann in die Richtung. Ja, selbst wenn man alles richtig macht, kann man immer noch Geld an der Börse verlieren. Das ist Fakt. Daran sollte man sich gewöhnen, falls man tatsächlich über Daytrading als Business nachdenkt. Ja, weil das sind, wie gesagt, Entscheidungen oder eine Konfrontation mit dem Markt, der tagtäglich passieren wird. Und deswegen, so wie gesagt, wir sind gerade in der Konsolidierungsphase, möglicherweise fällt der Markt noch leicht, aber es spricht vieles dafür, dass jetzt oder der nächste Moment oder die nächste Korrektur quasi zum Trend Change, also zu dem Trendwechsel führen könnte. Hey Giga, wie geht's dir? Was heißt, heute ist ein Gap-Tag?
Also ich habe kein Gaps. Oder was? Aktien oder Gold oder wo bist du gerade? Ja. Lass mich kurz wissen. Ha, wegen mir geht's gut. Wie gesagt, ich war gestern tatsächlich, vielleicht sogar bin ich noch heute ein Tick aggressiv. Ja. Also das, wie gesagt, das ist so ein bisschen emotionale, harte Sache für mich. Und der mag mich ausstoppt und dann in meine Richtung läuft. Ich weiß, es sollte es nicht sein. Ich weiß, ich arbeite daran. Aber man kann es wenden und drehen, wie man möchte, aber wenn es so einfach wäre, ne? Aber wie geht es dir? Tradest du aktuell? Oder bist du heute eher so der Zuschauermodus bei dir? Das ist eine große Bewegung, ne? Seit halb zwei. 220 Punkte. So, jetzt könnte es tatsächlich zum Trend Change kommen. Und die Frage ist jetzt, heute mache ich Research. Oh. Research ist immer gut, ja? Übungstag. Was heißt Übungstag? Lernst du was Neues oder lernst du alte Sachen oder guckst du, wo die Fehler waren? Also das ist für mich gleich spannend. Ja, wie gesagt, wir haben zwar hier neues Tief. Wir haben hier gleich neues Hoch. Und falls der Markt gleich kein neues Tief mehr macht, sondern in die Aufwärtsbewegung rübergeht, dann bin ich geneigt, tatsächlich ja den Trade als einen Trade zu nehmen und in die neue Trendrichtung, also in den Trend Change hineinzutraden. Und woher weißt du dann? Oder wie kontrollierst du, wo du gut warst und wo du schlecht warst? Im Gewinn oder Verlust oder an der Ausführung oder was war der Punkt? Wie du es kontrollierst? Ist das zum Beispiel so, wie ich trade, ja, dass ich das sogar mit Ankündigung sagen kann, was ich erwarte, ob der Markt in die Trendrichtung läuft, ob da gerade Wechsel vorsieht, beziehungsweise wie machst du es bei dir? Hast du so bestimmte Regeln oder ist bei dir, entscheidest du, okay, ich habe Gewinn gemacht, das war ein guter Tag, an dem anderen Tag habe ich Geld verloren, war das ein schlechter Tag oder hast du andere Kriterien, woran du einen guten Tag von einem schlechten Tag unterscheiden kannst? Und vor allem, wenn du das machen kannst, ja, kann man deine Strategie oder die Art, wie du tradest, wiederholen? Ja, ist das Traden wiederholbar nach deiner Art und Weise, wie du tradest? Okay. Ja, kurz Spaß machen, weil das ist wichtig. Einerseits nicht für die Konzentration, aber dass man beim Traden, wenn man sein Ziel erreicht hat, ja, kurz die Gedanken darauf switchen, okay,
Nicht immer nur fixieren sein, wollen, machen, sonst was, dass man tatsächlich aus der Hypnose des Bildschirms rauskommt. Kontraktzahl, wo habe ich mehr riskiert, als ich riskieren musste und auch wo ich ungeduldig. Ja, das heißt, hast du jetzt klare Regeln oder nicht? Oder wie kann man mehr riskieren, als man wollte oder könnte? Hast du keine definierten Regeln, die sagt, okay, wenn der Markt sich so bewegt und ich die Position schon im Trend eröffnet habe zum Beispiel, ja, da hat korrigiert, kein neues Tief erreicht und dann quasi die Korrektur beendet, dann erhöhe ich eine Position. Oder wie entscheidest du, wann du die Position erhöhst oder wann nicht? So, einerseits war das jetzt auf einem kleinen Trend Change, ja, ganz wichtig, kurz. Hier haben wir so auf einem kleinen Chart Trend Change. Auf dem großen Chart, der große übrigens, der kleine Chart ist der 144er Ticks und der große Chart ist der 720er Ticks. Aber was wir hier sehen, neues Tief, neues Tief. Und bis jetzt haben wir auf dem großen Chart kein neues Hoch erreicht. Ja, somit ist wie gesagt, selbst wenn wir hier kurz einen fristigen Trend Change gekriegt haben, na, der vollkommene Trend Change wäre erst ab 1793 Punkten. Deswegen ist es wie gesagt, es kann sehr gut sein, dass wir gleich eine größere Korrektur sehen, vielleicht sogar ein neues Tief sehen. Aber das können wir auch kurz beobachten. Wie gesagt, der Markt war kurzfristig auf dem, beim Trend Change, aber langfristig gesehen noch in einem Abwärtstrend. Und jetzt muss ich das früher oder später alles einpendeln. Ja, und das ist wie gesagt, als Trader ist es natürlich meine Aufgabe, genau diesen Prozess so gut wie möglich zu dokumentieren bzw. zu timen. Und dafür gibt es ja auch Regeln, die bestimmte Sachen besagen. Auch hier wie zum Beispiel, ja, Trend Change, wann erwarte ich einen Trend Change. Position erhöhe ich meistens wegen Emotionen, das habe ich gemerkt. Okay, das heißt, das ist einer der größten Fehler, sage ich dir jetzt, egal wie das Ergebnis ist. Wenn du gewinnst, ist es Zufall und wenn du verlierst, ist es auch Zufall. Weil man darf niemals nach Emotionen gehen. Sage ich dir schon mal jetzt, weil wenn du dich gut fühlst, wirst du immer übertrieben hohe Kontraktzahl eingehen. Und wenn du dich schlecht fühlst, obwohl du eigentlich vielleicht einen Lauf hast, aber warum auch immer, ja. Diese Art, diese Einstellung, wie du gerade gesagt hast, dass du emotional entscheidest, wann du eine Position erhöhst oder nicht, ja, sollst du so schnell wie möglich lösen. Ja. Alles was emotional ist, alles wo du nicht klare Regeln hast in deiner Trading-Strategie, das alles ist ein Fehler, den du sofort korrigieren sollst. Ja, und das meine ich, wo ist dein Target, wo ist dein Stop-Loss? Wie groß ist deine Positionsgröße? Wann verringerst du die Positionsgröße? Wann erhöhst du die Positionsgröße? Am Tag, in der Woche, im Monat. Das sind alles Kriterien, die du auf jeden Fall mit fest definieren solltest für die Zukunft. Ja, ich will dich jetzt natürlich nicht kritisieren, aber ich sage dir, aus meiner Erfahrung, die ich habe als Trader, garantiere ich dir, dass wenn du Entscheidungen emotional triffst, gibt es keine Konstanz, es gibt keine Konsistenz. Du gewinnst durch den Zufall und du verlierst durch den Zufall. Und das willst du nicht. Du willst ja tatsächlich langfristig mehr Geld verdienen. Ja, und wie gesagt, dadurch schaffst du erst, oder in deinem Kopf schaffst du erst Klarheit durch Regeln. Ja. Der Markt lächelt mich sehr, 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 sehr long an. Ich fühle mich von ihm schon mittlerweile belästigt, wie er mich anguckt. Und versucht mich in diese Spielholunke reinzuziehen. Ja. Oh, übrigens, einen großen Dank an denjenigen, der den Like gemacht hat. Ich denke mal, Giga, du warst es. Ich danke dir, Bruder. Korrekt von dir. Wie gesagt, ganz ruhig das Video, ne? Oder mein Daytrading Livestream auch natürlich deine Freundinnen empfehlen. Ich würde mich darüber freuen.
Und natürlich für dich selber. Aber immerhin, guck mal, du sagst das, ich will das gar nicht mal schlecht meinen, weil ich finde, das ist ein sehr guter Fortschritt, den du gerade selber erkannt hast. Und zwar, dass wenn du Emotionen oder emotionale Entscheidungen triffst, dass das ein Fehler ist. Das ist, wie gesagt, das ist schon sehr guter Fortschritt im Training. Sehr guter Fortschritt. Man denkt, es klingt nach gar nichts oder so offensichtlich, aber wenn man selber tradet und selber in diesem Tunnel gefangen ist, erst dann weiß man, wie hart das ist, wie schwierig das ist und wie blind man eigentlich war, wodurch man Geld verbrennt. Und das war nicht wenig Geld. Wenn du weiter in dein Research betreibst und dir anschaust, wie viel insgesamt du Geld verloren hast, ja? Glaub mir, es ist viel Geld. Perfekt. Perfekt. Okay, ich glaube, warte, wir haben hier kein neues Tief. Ja, ich meine kein neues Hoch. Das ist jetzt die Frage aller Fragen. Die Frage aller Fragen, ja. Durchbricht der Markt nach oben oder gehen wir in die langfristige Trendrichtung? Jetzt oder nie, jetzt oder nie, jetzt oder nie. Was macht der Markt? Geht er hier, durchbricht er nach oben oder geht er jetzt short? Gott, zu lange, ja. Ich darf nicht denken, ich muss entweder handeln, weil sonst, wie gesagt, verlasse ich oder verpasse ich die Gelegenheiten. Während ich hier im Stream überlege, wie ich es euch zeigen kann. Ja, die Gelegenheit verpasst. Ich habe ja schon davor gesagt gehabt, ja, wir haben einen Abwärtstrend. Trendchange, aber um Trendchange durchzuführen, das war noch auf einer kleinen Ebene, eine größere Korrektur quasi. Aber für einen Trendchange muss er die Linie hier durchbrechen, hat er nicht. Er hat korrigiert. Ja, und dann kein neues Tief. Das ist wiederum ein Zeichen. Abwärtstrend ist immer noch gültig. Und das ist traurig, aber ich glaube, bevor ich mich mit dem vom Chart, wie gesagt, hypnotisieren lasse, ich habe gerade auch gewonnen, ich soll das mal sacken lassen einfach. Ist es immer, oder ist immer eine gute Möglichkeit, um das zu machen, wenn man ja, sein Tagebuch pflegt, Trading-Tagebuch. Wie gesagt, ihr könnt mal gucken, was der Markt macht, aber ich denke mal, geht weiter in die Short-Richtung. Und wenn sich da was ändert, werde ich das auch ansprechen. So. Ja, das ist ein gutes Zeichen. Aber versuch mal, ich sage es dir lieber, wie viele Trades musst du machen, um dein Tagesziel zu erreichen? Sekunde, ich mach mal kurz Euro verdient aufgehört. Wenn der Tag so läuft, dann bin ich mega happy. Das ist schön, ja. Kurz warten, Moment. Ich habe kurz Verbindungsprobleme, also mit dem Ninja Trader. Ich muss kurz neu starten. Nicht wundern, ja. Wie gesagt, es geht gleich los. Ich habe kurz Schwierigkeiten mit dem Ninja Trader.
Gefällt mir nicht. Weil ich habe von nichts mehr Angst als vom Verbindungsproblem. Und nicht bei etwas, sondern wie gesagt bei NinjaTrader beim Traden. Okay. Gleich wieder da. Auch Giga, du kannst mir deine Fragen stellen. Ich werde gleich darauf auf sie zurückkommen. Ja, ich muss hier kurz was machen. Bin gleich sofort da. Ich bin sofort wieder da. Gleich geht's los. So. Komm schon, warum braucht er so lange? Lege ich übrigens im Chat kurz eine Frage im Stream. Liegt es an meiner Internetverbindung oder ist es gerade nur der NinjaTrader, der mir Schwierigkeiten macht? So, ich bin wieder online. So. Wie gesagt, ich trage kurz die Trades ein und da gleich gehe ich wieder auf den Trend ein, ja, oder auf den Chat auch. Wie gesagt, bin gleich sofort wieder da. Ich muss kurz mein Tagebuch hier eintragen. So, sehr kurz Trendumbruch bei
Okay, wir haben jetzt, der Trend setzt sich fort. Das ist übrigens das, was ich gerade gemacht habe. Ja. Gestern haben wir, wie gesagt, war ein Verlusttag. Hier fehlt noch $30, bis ich mein Allzeithoch hatte. Das war hier, glaube ich, ja. 6100, ne? Das heißt 20,4% aktuell im Plus. Ja, es wird nicht besser. In diesem Monat müssen noch 4% aufholen, damit ich nächsten Monat, wie gesagt, meine Positionsgröße erhöhen kann. Dann habe ich noch was vor mir. Aber wie gesagt, ich mache lieber langsam dann. Weil mein Konto will ich, wie gesagt, nicht mehr zu sehr strapazieren und das Trading oder das Projekt, was ich ja gerade mache, soll sich von alleine finanzieren können. Hey, grüß dich, Paul! So, jetzt bin ich da. Jetzt muss ich kurz den Chat lesen. Gestern Beispiel ab 8 bis 15 Uhr europäischen Märkte getradet, mit 3 Trades, Tagesziel erreicht, 100 Euro verdient und aufgehört. Ja, wenn Tag so läuft, dann bin ich mega happy. Es kommt darauf, wie die Position weiterentwickelt. Kann sein, nur eine Position, wenn ich den Trend erwischt hatte. Was noch mein Problem ist, Overtrading. Ja, das ist ja das Problem. Wenn du nicht weißt, wie viele Trades du maximal machen kannst. Das heißt, wenn du, ja, das, wie du gerade gesagt hast, das Overtrading kommt daher, durch die Unsicherheit oder Unwissenheit, wann du dein Ziel erreicht hast. Wann kannst du aufhören? Ja, und das kannst du nicht mit Geld definieren, sondern du musst etwas nehmen, was zählbar und messbar ist. Weil wenn du dich nur mit Geld misst, zum Beispiel sagst, ja, wenn ich $200 verdient habe oder 200 Euro am Tag, dann höre ich auf. Das kann so sein, wenn du ganz genau weißt, wie viel du pro Trade verdienst. Aber wenn du nicht ganz genau weißt, wie viel du pro Trade verdienst, dann ist das ein falscher Ansatz. Dann würde ich lieber machen, okay, du kannst 2 Trades machen, 2 Gewinner-Trades, 2 Verlierer-Trades, aber maximal nicht mehr als 4 Trades insgesamt. Ob du gewonnen hast, gewonnen, verloren hast oder verloren hast, du musst eine Tagesverlustgrenze setzen. Das heißt, wie viel bist du bereit am Tag zu verlieren, wenn alles nicht gut läuft? Ja. Wie viel bist du bereit oder wie viel willst du, dass guter Tag ist? Gewinne. Und natürlich, damit du nicht overtradest und die Gewinne nicht verschenkst und die Verluste nicht vergrößerst, brauchst du eine Grenze für die Anzahl an Gesamttrades, die du an dem Tag machst. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. So, wo bin ich? Ja, aber was ist mein Problem ist Overtrading, ja. Und dann Paul habe ich schon begrüßt. Grüß dich, Paul. Weiter. Manchmal mache ich Tag 7 bis 10 Trades. Das ist zu viel. Und über Tag hinaus, du hast ja schon mal erzählt, dass du von morgens bis nachmittags oder bis abends tradest. Das ist sowieso zu viel meiner Zeit. Und wie gesagt, du kannst nicht über den ganzen Tag hinaus super mega konzentriert sein und auch super mega konzentriert bleiben. Das ist meiner Meinung nach nicht möglich, weil da wird man müde und ich merke schon, wenn ich eine Stunde trade, ja, oder diesen 1,5 Stunden, da bin ich aber so fertig danach, als ob ich den ganzen Tag gearbeitet habe. Also es nimmt schon sehr viel Kraft in Anspruch. Okay. Das macht mich nicht zufrieden, will ich damit auch aufhören. Womit genau willst du aufhören? Sieht gut aus, Gratulation. Risk habe ich $20 pro Trade. Zum Gewinn, falls versucht. Wie viel ist denn $20 pro Trade? Das heißt, wie viel Prozent wären das? Ich glaube, ich habe jetzt alle Chats auf. Ne? Erreicht, jetzt bin ich auf dem aktuellsten Stand. Und da kann ich genau jetzt wiederum die Charts mir angucken. Was sagt der Markt? Was haben wir zu sehen? Ein größter Markt, ne? Wie gesagt, minimal neues Tief erreicht. Wie gesagt, ist aktuell immer noch ein Abwärtstrend. Die Kerzen werden größer, das was mir nicht gefällt. Ich brauche, glaube ich, kurz meine visuelle Hilfe. Ja, die Brille trage ich schon übrigens.
Aber das ist für die Börse eine kurz visuelle Hilfe, damit ich weiß, ist der Markt groß genug? Okay, der Markt ist groß genug. 1% sind $20, ja? Und 2 willst du verdienen und das ist ein gutes Ziel. Guck mal, das heißt, an sich, ja, aber guck mal, du musst es so sehen. An sich gesehen ist es ganz einfach. Du willst 2% gewinnen, ja, das heißt auch maximal 2% verlieren. Das heißt, wenn du gewinnst, du hast 1% verloren. Nee, wenn du verlierst, hast du 1% verloren. Wenn du gewinnst, hast du 2% gewonnen, dann bist du 1% im Plus. Und wenn du nochmal verlierst, ist vorbei. Da kannst du quasi noch machen, 4 Trades, ja, dass du, weil wenn du einmal gewonnen hast, hast du ja 2 Trades plus oder übrig. Aber wenn du zweimal hintereinander verloren hast, ist sofort vorbei der Tag. Hey. Robin, ich grüße dich. Gut da, Bruder. War eine nette Begrüßung, hat mir gefallen. Grüß dich, sagt nicht jeder. Ja. Dachte schon direkt, ich bist aus meinem Bekanntschaftskreis. Aber Giga, nochmal zurück zu deinen Fragen und deinen Ausführungen zu kommen, ja? Das, wo du gerade bist, ich sag mal so, ja, das ist das Wichtigste, was du im Trading lernen sollst. Positionsgröße, Money Management und noch ein bisschen die Planung, ja? Dass du, wie gesagt, tatsächlich für jede Aktion, die du als Trader tätigst, eine Regel haben musst. Dass nichts emotional oder nichts dem Zufall überlassen wird. Aber das lässt dich im Kopf frei entscheiden. Das heißt, du musst dich nicht mal selber ja, zwingen oder am Ende, wenn du einen Fehler gemacht hast, dass du dir selber Schuldgefühle gibst, dass du, oh, warum habe ich das gemacht? Oh, ich habe diesen Fehler begangen. Oh mein Gott, ich habe so viel Geld verloren. Und damit diese Teufelsspirale gar nicht entsteht, müssen klare Regeln sein, damit du einfach, wenn du selbst einen Verlust gemacht hast, ja, weißt du, okay, ich habe alles richtig gemacht, es lag nicht an mir. Bestes Beispiel, gestriger Trade. Ja, der erste Trade. Alles richtig gemacht, trotzdem habe ich Geld verloren. Ja, die Richtung war da, der Trend war da, alles war richtig eigentlich. Ja, aber manche Sachen kann man einfach nicht bestimmen. Wenn du einsteigst, wenn du alles richtig gemacht hast und der Markt kurzfristig ausschlägt, passiert, dass er manchmal dich rausholt, ja, dass du vielleicht als Lehrgeld bezahlst, natürlich, ja. Aber was heißt Lehrgeld? Da war nicht mal Lehrgeld zu lernen, weil es war impulsiv, ja, ein bisschen zu großer Ausschlag zurück und dann ging der Markt ja mehrere Punkte in meine Richtung. Wie gesagt, der Fehler, den ich gestern hatte, oder was heißt Fehler, das kann man auch nicht kontrollieren. Ich bin wütend geworden und ich finde, das Gefühl, ja, oder die Emotionen beim Trading, es sind bei mir nicht die Freude, nicht die Traurigkeit, ja, nicht Neid, Geiz oder wie auch immer alles, sondern mein Gefühl, was immer wieder auftritt an der Börse, ist Wut. Also ich werde schnell wütend. Ja. Wenn ich emotional beim Trading werde, dann bin ich wütend. Weil ich habe mir sagen lassen, es geht nicht um, weil jeder Mensch hat zwei oder trifft immer zwei Entscheidungen, wenn Gefahr passiert. Kämpfen oder flüchten. Ja. Wie gesagt, leider weiß ich nicht, wie man flüchtet, sondern ich bin bereit, es mit jedem aufzunehmen. Und das ist an der Börse, wie gesagt, sehr kostspielig und das mag keiner einen fertig machen. Vielleicht außerhalb der Börse. In jedem anderen Beruf ist das eine gute Eigenschaft, ja. Sich zu kämpfen, durchzusetzen, an sich arbeiten, aber tatsächlich an der Börse ist es ja Geldverbrennungsmechanismus. Weil wenn der Markt dir sagt, nein, ich gehe nicht in die Short und du immer wieder versuchst, ihn zu überzeugen, ja, mit deinem Geld. Wie gesagt, der Markt nimmt einfach nur dein Geld, aber er lässt sich trotzdem nicht davon abbringen, was er vorhat. Oh Mann. Komm schon noch ein bisschen zurück. Ich will jetzt hier nicht so mit einem riesigen Gap reinspringen. Komm mir ein bisschen abkommen.
Genau, Schlussmarkt muss bestätigt, ob ich echt habe oder nicht, obwohl vielleicht alles planmäßig gemacht habe. Schlussmarkt muss bestätigen. Nein, du musst bestätigen, du bist doch der Boss. Weißt du, das meine ich. Nicht der Zufall entscheidet über deinen Erfolg oder Misserfolg. Sondern die Regeln müssen so sein, dass du weißt, wann du richtig gemacht hast und wann du falsch gemacht hast. Nicht am Ergebnis. Wenn das Ergebnis, das ist ja klar. Plus oder Minus, das kannst du nicht beeinflussen. Aber du kannst beeinflussen, wie groß dein Stop-Loss ist. Du kannst beeinflussen, wie groß willst dein Target. Du kannst beeinflussen, ob du mit dem Trend tradest oder gegen den Trend. Ja, aber am Ende, ob du Gewinn oder Verlust machst, das kannst du leider nicht beeinflussen. Und alles, was du nicht beeinflussen kannst, ja, das heißt, es ist ein sehr großes Fragezeichen bei deinem Trading und es macht Kopfschmerzen und bringt nicht den nötigen Profit ein. So, siehst du, bei mir zum Beispiel hast du gerade gesehen, wenn du zugeguckt hast, ja, ist eine automatische Regel. Es gibt keinen Widerspruch dazu. Wenn der Markt bei mir 1,3 Punkte erreicht hat, das heißt ein bisschen mehr als die Hälfte des Ziels, gibt es kein Wenn und Aber, es wird direkt auf plus minus 0 nachgezogen, auch wenn ich häufiger dadurch vielleicht ausgestoppt werde mit plus minus 0, aber ich verliere kein Geld mehr, wenn ich im Plus war. Ja, das ist eine sehr wichtige Regel zum Beispiel und das, damit ich nicht mal drüber nachdenke, ob ich den Stopp verschiebe oder nicht, ja, habe ich das automatisch eingestellt. Das heißt, diese Entscheidung muss nicht treffen, das passiert immer, wenn der Markt sich so und so verhält. Ja, der Markt ist immer der Boss. Er ist nicht nur der Boss, sondern der Barber, der Boss, der heftigste Barber, der aller Barbers. Ja. Und der ist nicht der Chef, sondern der ist der Boss, der CEO der CEOs. Ja. Das ist... Na, und wie gesagt, ihn zu bekämpfen, du kannst nicht gewinnen. Du kannst nur einfach sich anpassen, sein bester Freund werden und mit der Welle mitschwimmen, mit dem Markt mitgehen. Ja, ist wie so eine Welle. Ja, und das meine ich, passiert auch häufig genug. Aber andererseits, wie gesagt, dafür sind die Regeln da, auch wenn es einen ärgert. Stell dir vor, ich war jetzt wie viele Punkte im Plus und dann hätte ich noch einen vollen Verlust mitgenommen, ja? Das heißt, ich hätte den Computer kaputt gemacht. Wäre mir das 1, 2, 3 Mal passiert, ich hätte mein Arbeitszimmer auseinandergenommen. Ja, so 1,7 war ich schon im Plus. Ja, okay, der Markt. Wie gesagt, es ist vielleicht eine längere Konsolidierungsphase, vielleicht auch ein kleiner Trend Change. Mit dem größeren Trend Change jetzt in Verbindung, ja. Ich mach mal kurz, damit wir sehen, wann wir komplett fertig sind. Das kann man hier wegnehmen.
Ja, weil das sieht jetzt tatsächlich aus, als ob er jetzt, ja, weil wir haben jetzt gleich auf einer kleineren Ansicht, was heißt kleiner, ne? Die ist zwar kleiner, aber wir haben hier, ja, wenn man das hier vergleicht, der Markt hat hier ein neues Hoch gemacht, ja, kein neues Tief, das heißt kurzfristig haben wir einen Aufwärtstrend, hier haben wir ein neues Hoch, das heißt sogar leicht bestätigt. Ja, aber das Break-Even oder nicht Break-Even. Für mich ist es wichtig, ne, dass der Markt sich, auch wenn es Break-Even ist, ja, ist es für mich wichtig, dass wenigstens die Spesen bezahlt werden. Okay, dieses Mal, ne, war die Kerze ein bisschen explosiv, da hat er mir den Tick nicht gegeben, obwohl es eigentlich ein Tick im Plus war. Ja, hat er mir einfach nicht gegeben, ist okay, passiert auch manchmal. Manchmal, wie gesagt, nehme ich auch ein, zwei Ticks mehr mit. Beim ersten Trade, wie gesagt, normaler Trade ist es immer 2,2, also 220. Ich habe 260 mitgenommen, weil ich weiß, wenn ein Trend Change da ist, ist die Variable oder die Möglichkeit, mehr Punkte mitzunehmen mit einer Bewegung größer als mit dem Markt. Ja? Und das ist für mich eigentlich okay. So. Wie gesagt, ich bin gleich wieder da. Kurz Pause, oder was heißt Pause? Kurz vom Monitor oder kurz den Markt nicht beobachten, damit man sich nicht hypnotisieren lässt. Weil, ne, vielleicht wie gesagt, gibt es gleich neue Gelegenheit. Erstmal, solange der Markt nicht durch den Trend durchbricht, oder dass es wieder, ohne dass er den oberen Linie durchbrochen hat, wieder ein unteres Tief gibt, erst dann ist für mich interessant. Bis dahin kann er machen, was er will. Ja. So. Ich bin kurz, ne, das Tagebuch aktualisieren. Ja, so sieht es aktuell aus, hat sich nichts verändert. Ja, aber da ist dieses Tick, wo es seitwärts geht. Ja, das ist tatsächlich wie beim Trend, kann man sich vorstellen, ja, wenn der Markt kurz davor ist, ein neues Hoch zu erreichen, ob da beziehungsweise ob der Durchbruch gelingt oder nicht, ja, da kämpfen die Bullen gegen die Bären und genauso sieht es, oder so ähnlich sieht es bei mir im Tagebuch aus. Da bin ich auch an dieser Grenze hier. Ja, und ja, nicht vor und nicht zurück. Ne? Mal gucken, wie es weiterläuft. Und ich hoffe mal, dass es, wie gesagt, die nächsten Tage klappen wird. Und dann bin ich zufrieden. Paul, wie geht's dir? Bist du noch da? Ja. So, der Markt bewegt sich aktuell. Oh, kurz aktualisieren. So, ich bin gleich wieder da, ja. Wie gesagt, falls ihr Fragen habt, könnt ihr sie stellen. Wir sehen gleich einen Trend Change. Ich komme gleich. Bis gleich.
Okay, der Markt hat, so wie ich sehe, aktuell neues Hoch erreicht. Somit hat er offiziell den Trend oder den vorherigen Trend beendet. Jetzt geht es natürlich darum, den Trend zu bestätigen oder den Durchbruch, den er gerade geschafft hat, zu bestätigen. Und das wird sich gleich zeigen. Ja. Wie gesagt, falls irgendwelche Fragen sind und könnt ihr jetzt mir stellen. Wir haben jetzt Zeit, ein bisschen drüber zu reden. Wie gesagt, alles ist eingetragen, die Trades sind fertig. Und daher, ja, kann man das auf jeden Fall. Ohne Musik ist es zu langweilig, ja, zu ruhig. Da mag ich schon lieber mit Musik. So. Ja, das kann, wie gesagt. Erstmal läuft, da muss er korrigieren und dann nochmal bestätigen. Und dann denke ich mal, ich hoffe, das passiert jetzt noch in den nächsten 40 Minuten. Weil ich habe noch offene Trades, also ich habe noch laut meinem Regelplan, ja, freies Kontingent an Trades. Und wie gesagt, ich würde noch mal einen Long probieren in die Trendrichtung. Achso, ich weiß nicht, wie ihr das mitgekriegt habt oder ob ihr das gestern nicht mitgekriegt habt. Gestern gab es ja eine Diskussion darüber, ob ich zu Twitch wechseln soll, von YouTube auf Twitch. Und da wollte ich euch fragen, was würdet ihr besser finden? Habt ihr Erfahrungen? Würdet ihr, was bevorzugt ihr eigentlich so? Twitch oder YouTube und warum? Ja, weil ich habe mir letztens angeguckt, in den letzten 2 Monaten, also seitdem ich hier diese Streams mache, ja, ist mein Kanal um knapp 30 Abonnenten gewachsen. Ja, das heißt, ein bisschen mehr als 15 Abonnenten oder Subscriber pro Monat ist nicht wenig. Ich finde, das ist eine gute Zahl. Und ich weiß jetzt nicht, mit welchem Wachstum ich bei Twitch rechnen kann. Und deswegen würde ich mich auch darüber interessieren, was ihr besser findet. Wo seid ihr häufiger unterwegs? Ist es YouTube? Ist es Twitch? Weil so wie ich es gestern erfahren habe, ja, ich dachte immer so, beim Twitch gibt es immer diese Spiele oder Streamer, die bestimmte Spiele spielen und denen man dann über die Schulter gucken kann. Und dann habe ich es mir auch angeguckt und da kann man tatsächlich ja über alles, da gibt es ja, wie gesagt, es gibt keinen Bereich, worüber man da keinen Stream machen kann. Und es scheint auch eine sehr nette Atmosphäre dort zu herrschen. Ja, wie gesagt, da ist vielleicht ab nächste Woche, ich bin mir noch nicht sicher, aber ich werde, denke ich mal, so die ersten Schritte da wagen. Ja, so viel zum Trend Change. Also wenn er kommt, ja, dann kommt er richtig. Und das ist das, was ich auch sage. Wenn man Trend Change richtig vorhersieht, ja, ja, wenn man, wie gesagt, das hätte man auf dem großen Chart so gar nicht gesehen. Hier, kleinerer Chart, dass er hier das. Ja, es ist Feinheit, es muss nicht, keine Pflicht, ja, so einfach ist es nicht zu erkennen.
Aber bei so großem Momentum ist es echt, ja. Wie gesagt, ich gucke gleich, ob ich noch eine Gelegenheit long finde. Also nicht, dass ich zu viel dafür draufzahlen muss, sondern ja, ganz normal meine 100 Mücken. Aber wie gesagt, falls ihr das später nachsehen werdet, auch im Video, auch die Zuschauer, die zum Beispiel heute nicht live dabei sind, würde ich mich sehr darüber freuen, über eure Meinung, ja, zum Twitch oder YouTube. Was liegt besser, was liegt euch mehr? Wo würdet ihr die Streams lieber sehen? Nein. Ich trade jetzt beim Ninja Brokerage. Ninja Trader. Weil wer Self-Invest ist für Daytrading teurer als Ninja Trader Brokerage für mich. Weil jetzt, weil ich als Daytrader bin und viele Trades mache, habe ich mit dem, ja, bezahle ich nur 2,30 $. Und das ist sehr günstig pro Trade. Du kennst nur YouTube? Oh. Giga, die Zeiten ändern sich. Warte mal. Ich google mal die Seite und dann schicke ich mal den Link. Damit du weißt, wo du mich demnächst findest. Aber ich denke mal, das wird sich noch alles später kristallisieren, wie das genau läuft. Aber wie gesagt, ich werde wahrscheinlich trotzdem einen Versuch unternehmen. Nein, die andere Partei kennenzulernen. Also heißt die Seite, wo ich wahrscheinlich ab nächster Woche wahrscheinlich so einen Probelauf starten werde. Und deswegen gesagt, würde mich freuen über euer Feedback oder über eure Meinung, was ihr darüber denkt. Weil ich denke mal, selbst wenn ich darüber streamen würde, würde ich mal die Videos, wie gesagt, dann zwar nicht im Live-Modus, aber vielleicht als Aufnahme dann auf YouTube trotzdem hochladen. Na, die Frage wäre dann natürlich, was liegt euch mehr? Wollt ihr überhaupt das Gespräch mit mir haben? Kann man sich ja auch so stellen, oder reicht es euch, wenn ihr das Video einfach so guckt, wo ich trade? Weil übrigens, es gibt auch in der Beschreibung bestimmte Zeiteinheiten, wann genau die Trades passieren. Aber darauf muss man immer warten, weil wenn ich jetzt mit dem Stream aufhöre, ja, da wird von YouTube aus das Video bearbeitet und da kann ich das Video nicht bearbeiten, ja. Also bis morgen früh irgendwann mal, wenn die Bearbeitung von YouTube-Seite aus abgeschlossen ist, dann kann ich erst alles ändern. Bis dahin, wie gesagt, manche finden das Video direkt, manche können das erst heute Nacht, die anderen wiederum morgens sehen. Ja, und das liegt an der YouTube-Bearbeitung oder Verarbeitung. Ja, jetzt hier neues hoch. Aber Paul muss das auf jeden Fall kennen, na, wenn er da ist. Paul, du bist auch die jüngere Generation. Das heißt, Twitch kennst du garantiert. Und da gibt es auch aufgenommene Videos, ja. Aber das ist mir auf jeden Fall mehr so wie ich es verstanden habe, versammeln sich da die Menschen mehr zum
Livestream auch zuschauen und nicht nur die Videos später, so wie YouTube zum Beispiel, nachzugucken. Also hat man es mir gesagt, weil bei YouTube ist es als Streamer, da legt YouTube keinen so großen Wert darauf. Für Streamer, ja, da reicht es einfach nur, die Videos sind sehr wichtig. Und Twitch soll da genau andersrum rein, nein, die legen großen Wert auf diese Live-Streams. Ja, da musst du aber auf den Typen, den du gerade anguckst, mal draufklicken, da siehst du, dass er ein paar Videos gespeichert hat, die er sich angucken kann. Weil wie gesagt, die Aufnahmen werde ich auch auf YouTube hochladen. Das ist nicht das Problem, ja. Hoppala. Wie gesagt, ich bin gerade, ich schaue mir das gerade an, ja, alles. Und ich suche gerade eine Möglichkeit, eine Position nach oben zu öffnen, also long. Weil das ist ja aktueller Trend. Oh Gott. Redest du an selbst innerlich, wenn du tradest? Du meinst, ob ich mit mir selber rede, wenn ich selber ohne jetzt Videoaufnahme rede? Nein. Ich rede nur, weil ich, wie gesagt, weil die Aufnahme läuft und weil es ein Livestream ist. Also wenn ich für mich trade, die Musik höre ich gerne. Die ihr übrigens auch im Hintergrund hört, ja. Das zum Beispiel höre ich immer, wenn ich arbeite. Weil das hilft mir, meine eigenen Gedanken, so die Ablenkungsgedanken, ja, zu überbrücken und quasi, wenn ich die Musik höre, dann bin ich einfach in der Musik, dann bin ich im Flow und meiner Meinung nach kann ich mich besser konzentrieren. Weil wie gesagt, das ist wiederum ein Anzeichen, ja, wenn man innerlich redet, das hatte ich ja früher gemacht auch, wie du gerade sagst, so bitte, bitte und auch zu Gott gebete, dass eine Position in meine Richtung läuft und nicht gegen mich. Das kommt immer daher, weil man keine klaren Regeln hat. Ja. Und klare Regeln sind nun mal das Allerwichtigste beim Traden. Jetzt natürlich das Timing für den Einstieg, ja, ist natürlich ein bisschen tricky jetzt geworden, weil jetzt müssen wir auf einen kleinen Trend, ja, den Abwärtstrend beenden. Ja. Und gleichzeitig natürlich vom Timing her darf es nicht zu risikoreich für uns sein, oder für mich jetzt, in dieser Position zu traden. Und mal gucken, was der gleich macht. Sieht auf jeden Fall gut aus. Weil das sieht für mich schon beinahe so aus, als ob er jetzt, ja. Schwierig. Das
recht schwierig. Ja, einfach warten. Ne? Wenn man sich tatsächlich nicht sicher ist, ist es besser, glaube ich, nicht zu tun, anstatt dass man hier zuerst Geld verbrennt. Weil wie gesagt, es sieht ein bisschen nicht das, was ich sehen möchte. Weil hier ist es so, als ob er sich schon so ein bisschen einrollt, so den Boden findet für die Korrektur. Aber hier ist er noch auf jeden Fall nicht fertig. Ja, an der Korrektur. Das heißt, sehr wahrscheinlich, denke ich mal. Und es wäre nicht unwahrscheinlich, wenn der Markt tatsächlich nochmal runterrutscht, bevor er tatsächlich nach oben ausbricht. Aber wie gesagt, es sind zwei verschiedene Zeichen, die auf zwei verschiedene Sachen hindeuten, und 1 minus 1 ergibt 0, ne? Das machen gehört auch dazu. Ja, du sagst es. Ist nun mal so, ne? Manchmal, wie gesagt, das Allerwichtigste an der Börse oder beim Trading ist ja sowieso Geduld. Ja. Geduld. Ja, und das meine ich, ne? Selbst wenn auf kleiner Chart sah es so aus, als ob er solche drehen möchte. Ein Blick auf den großen Chart sagt, okay, der ist mit der Korrektur noch nicht fertig. Ja, dann brauche ich hier gar nicht das Timing zu suchen nach oben, weil ist noch nicht abgeschlossen. Und das ist der Tunnel für uns. In diesem Bereich ist alles wichtig. Wie gesagt, wir haben noch, das Stream läuft ja noch knapp 20 Minuten, und tatsächlich würde ich mich freuen, wenn ich noch einen Trade hätte machen können oder wenn es noch eine Gelegenheit ist. Natürlich, der Trade ist nicht so wichtig, aber ich würde mich über eine Gelegenheit, eine sehr gute Gelegenheit natürlich sehr freuen. Ja. Und ich finde das gut. 3 Likes sind schon da. Ja. Aber nicht im Daytrading. Ja, Giga. Ich habe dir doch erzählt, oder ich habe ja häufiger im Stream mal erzählt, dass ich noch nach einer COT-Strategie trade, also nach einem Swing-Trading. Und da trade ich Rohstoff und Währungen. Also Futures auch. Nein, 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 nein. Die meiste Zeit habe ich, wie gesagt, alles Mögliche getradet. Jetzt seit 4 Jahren knapp trade ich Währungen und Rohstoffe. Läuft ganz gut. Zwar schwankt auch ein bisschen. Ja. All das, wenn man auf Geld angewiesen ist, wie gesagt, Swing Trading ist ein bisschen problematischer. Daher, wie gesagt, bin ich ein bisschen hier im Daytrading-Bereich, dass man dieses halt tatsächlich als Business macht, Daytrading als Business generiert. Und was darunter zu verstehen ist, zwar, dass ich tagtäglich bestimmte Tagesziele habe, wie viel Geld ich verdienen möchte, und natürlich über einen längeren Zeitraum will ich mein Business so aufbauen, dass, wie gesagt, das ist mein Mindestziel von 200 € täglich, durchschnittlich, nicht einmal, sondern durchschnittlich, auf alle meine Trades verdiene, weil dann weiß ich, im Daytrading-Bereich es funktioniert, es läuft, weil da hat man bis zu diesem Punkt schon bestimmt so 500 bis 1000 Trades gemacht, und ja, ist für mich auf jeden Fall ein Ansatz, weil alles andere ist eher so hobbymäßig, und hobbymäßig, es ist egal, in welchem Bereich wenn man als Hobby etwas betreibt, es macht zwar einem Spaß, aber wie gesagt, das ist nicht ausgelegt dahin, dass man davon leben möchte oder dass man damit tatsächlich ernsthaft Geld verdienen möchte, ja, oder davon leben. Wie gesagt, ich habe schon zu viel Zeit mit der Börse verbracht, es ist viel zu, ich würde schon sagen, viel zu sehr ein Teil von mir. Ja, ich trade nur Futures.
Weil alle anderen Märkte sind für mich, ja, Market Maker, Broker und alles mögliche, alles was so ein risikobehaftet ist oder alles was so, wo man bescheißen kann, ja, das nehme ich nicht ernst. Ja, wie gesagt, ich mache es als Business oder ich möchte es langfristig als Business aufbauen und nicht etwas zum Spekulieren und hoffen, dass der Broker nicht pleite geht, dass der Broker nicht mit meinem Geld abhaut, dass der Broker nicht meine Stops jedes Mal abholt. Ja, und das ist zum Beispiel kein seriöses Business für mich, auch kein seriöser Broker und das ist nichts, worauf man ja langfristig das Trading aufbauen kann. Ja. Womit das geht, sind Aktien und Futures aktuell. Ja, alles andere ist so ein grauer Markt. Optionen natürlich, ne, sind auch. Aber alles andere ist ein grauer Markt und das ist einfach nur, wie gesagt, für Zocker, Spieler, hobbymäßige Trader, die nie eine Absicht haben, damit tatsächlich Geld zu verdienen, sondern ja, dass die Software gut aussieht, die Charts cool aussehen, dass man eine App hat zum Handeln, damit man sehr schnell so diesen Kick bekommt, oh, ich habe eine Position eröffnet, oh, ich habe 100 Euro riskiert oder 500 Euro, ne? Dass man diesen Nervenkitzel spürt, wie bei Sportwetten. Ja, aber zum Arbeiten oder zum Geldverdienen ist, wie gesagt, nicht geeignet. Ja, kann man. Bei Ninja kannst du so gut wie alles traden, ja. Du brauchst nur die Data Fees, also die Kursdaten. Da muss ein Anbieter haben, der dir die Kurse für die Aktien stellt. Ja, zum Beispiel deutsche Aktien, europäische Aktien, amerikanische Aktien. Ja. Aber für Aktien würde ich gar nicht den Ninja Trader nehmen. Ja. Da finde ich, weil das so viele große Auswahl und das so viel, das ist zum Beispiel was bei COT mich schon ein bisschen stört, weil wenn du in viele Märkte wechseln musst, ja, dann braucht er ein bisschen beim Laden, das dauert schon ein bisschen, da finde ich TradingViewer zum Beispiel um einiges einfacher und schneller, ja, für die größeren Analysen, also wenn man viel mehr Märkte zur Auswahl hat. Ninja Trader ist optimal fürs Daytrading, ja, weil hier kannst du es einmal eingestellt, es ist zuverlässig, es ist, wie gesagt, dass die Stops kann der Broker nicht sehen, die werden nur lokal auf deinem Computer angezeigt. Dafür brauchst du auch ständig deine Internetverbindung. Ja, wie gesagt, es gibt Vor- und Nachteile. Aber für mich sind das eigentlich die Vorteile, die Nachteile überwiegen fürs Daytrading. Auch natürlich für Swing Trading, bevorzuge ich das auch. Da habe ich auch noch nicht gewechselt, da bin ich einfach ein Gewohnheitstier. Also ja. Beim Demo ja, kann sein, dass es nicht läuft oder nicht da ist. Aber wie gesagt, du kannst ja, es geht ja nicht teuer. Du brauchst ja nur bei Ninja Trader auch ein Live-Konto. Mittlerweile geht es ja mit 400 Euro oder Dollar. Kannst du ja schon ein kleines Konto eröffnen. Und da holst du dir einfach nur den Datenfeed, den du brauchst. Ja, und das war's dann. Da kannst du quasi dich simulieren, bis du umfällst. Na, oder bis du so weit bist, mit dem Trading zu leben. Also viel Geld kostet das auch nicht mittlerweile wie früher. Ja. Aber die sind schon auf jeden Fall. Also ich finde, es fand sowieso Ninja Trader 7 lange Zeit genial, ja. Also wo ich damit angefangen habe zu arbeiten, ich fand es einfach nur genial. Jetzt finde ich Ninja Trader 8, weil es viel schneller. Ja, und wenn man sich dran gewöhnt hat, eigentlich auch viel besser. Aber es ist so eine Gewöhnungssache eigentlich, ne?
Was meinst du? Direkt Geldüberweisung oder bei Ninja? Hier, du öffnest hier ein Konto bei Brokerage, ne, bei 2 Brokern, das aber über Ninja Trader läuft. Und dann, na, für 400 Euro, dann wird das Konto freigeschaltet. Ja, und dann hast du eigentlich so endlos viel Demo-Zeit, die du willst. Natürlich, du brauchst dann einfach nur ein Data-Feed. Und das musst du bei einem externen Anbieter, ich weiß nicht, ob Ninja Trader für Aktien das anbietet, weil ich bin auch bei Continuum. Na, CQG war ich auch, das ist, da bin ich übrigens bei, durch WH Self Invest. Ja, ist mein Data-Feed über die. Und je nachdem, wo du deine Kurse herbekommst, so wird es dann auch kosten. Ich weiß nicht, ich sehe da keinen Unterschied. Das, was zuverlässig funktioniert, das, was du kennst, na, damit sollst du zufrieden sein. Und das Allerwichtigste ist ja, dass für mich im Daytrading-Bereich gibt es auch einen Unterschied für den Kurs. Ja, weil beim Daytrading-Bereich ist mir wichtig, dass der Kurs, den ich habe im Gold, Tick für Tick, ja, sofort live übertragen wird und nicht so eine Halbsekunde Chart oder so eine Halbsekunde oder wie auch immer das machen. Manche Broker machen das ja, um das Geld zu sparen. Ja. Und wie gesagt, für mich ist das für Daytrading-Bereich, so wie ich jetzt aktuell trade, ein absolutes No-Go. Ja, also ich muss die Kurse, die Ticks-Kurse ungefiltert reinbekommen, weil davon hängt mein Einstieg und Ausstieg ab, ja. Jetzt hoffe ich mal, dass ich hier durchkomme, dass die Kerze doch ein bisschen höher schließt und dass es nicht hier zur Korrektur kommt, dass er so seitlich läuft und mich gerade wieder mit plus minus 0 aufstoppt, sondern hier, dass er tatsächlich hier durch dieses Hoch am besten durchbricht. Dann bin ich mir sicher, dass er dann auch in einem Zug mein Ziel erreichen wird. Aber so wie es aussieht, wird die Kerze nach unten schließen oder tiefer als die vorherige. Okay, noch 9 Ticks. Ja, so ungefähr. Also ich riskiere 100 und wenn ich gewinne 220. 220 habe ich extra gemacht, damit die Tradingskosten auch bezahlt werden. Selbst wenn ich einen Trade verliere und dann die nächsten gewinne, wie gesagt, die Tradingkosten müssen extra bezahlt werden. Das ist alles, was drüber 2 ist. Aber das Ziel von $200 peile ich an, ja. Das ist ein CRV von 2:1. Ne, 2:1. Weil zuerst steht ja im CRV Chance-Risiko-Verhältnis. Also zuerst kommt die Chance, dein Target, also wie viel du gewinnen willst, dann das Risiko. Ja. Also so wie du gerade geschrieben hast, CRV 1:2 heißt, ich riskiere 200, um 100 Euro zu gewinnen. Ja, das ist nicht so gut. Ja. Okay, warum quält er mich jetzt hier die letzten Metern? Kann er nicht einfach so mein Ziel erreichen und ich mach Feierabend für heute. Oh, der hat doch schon berührt. Mein Gott, ich schwöre, er will echt mich quälen.
Alter, das gibt's doch nicht. Er hat schon berührt. Und hat mich nicht ausgestoppt. Perfekt. Goldener Tag heute. Fehlerfrei. Okay, heute muss ich aber auch sagen, bin gestern auch früher schlafen gegangen. Ja, damit ich heute fit werde. Heute früh habe ich Sport gemacht. Ja. Und jetzt natürlich hat alles funktioniert, im Kopf entspannt. Es war möglich, die Gewinne mitzunehmen. Moment, ich komme gleich. Ich trage mal kurz den Trade ein, dann bin ich für heute fertig. Ja, das war ein sehr guter Start. Wir haben auch gleichzeitig neues Hoch erreicht. Der Trend spricht für uns. Wie gesagt, ich bin gleich wieder im Chat, hier kannst du trotzdem die Fragen stellen. Weil das ist jetzt die letzte Möglichkeit, bevor der zu Ende ist. Wie gesagt, morgen gibt es neue Möglichkeiten. Für heute. Nochmal. So, das ist aktueller Stand. 25% aktuell, ja, wir haben neues Allzeithoch erreicht. So sieht es aktuell aus. Wie gesagt, das ist noch nicht der Anfang. Sondern das ist der... Wäre wahrscheinlich schon früher passiert, ja. Aber wie gesagt, die Drawdowns mit doppelter Position haben mich sehr zurückgeworfen. Und wie gesagt, wenn es weiter so läuft... Wer weiß, vielleicht gibt es nächste Woche wieder den nächsten Anlauf für die Positionsgröße zu verdoppeln. Ja. Aber andererseits, selbst wenn wir die Position jetzt in diesem Monat nicht verdoppeln oder in dieser Woche, auch das ist trotzdem ein Ergebnis, was sich sehen lässt, wenigstens prozentuell gesehen. Ja, man sieht auch so zum Beispiel, ich habe ja mehrere Drawdowns jetzt gehabt, mindestens zwei. Ja, zweimal direkt aufgehalten. $333 ist meine Kommission. Aber die möchte ich erstmal für das, was ich zeige, wie ich zeige, erstmal außer Acht lassen. Ja.
Mal die erst man zwar immer, aber darum geht es nicht, weil bevor man anfängt, ja, Trading als Business, das ist immer der Blickfeld oder der Blickwinkel, wie ich auf diese ganze Sache sehe, und das ist immer natürlich als Geschäft, ja, als Business, dass man das prozentual machen möchte. Und da geht es für mich als allererstes, muss die Strategie stimmen, es muss erstmal bestätigt werden, dann, dass du konsistent bist. Mit konsistent meine ich, dass du die Strategie, so wie du sie ausführst, ohne die Handelskosten zu berücksichtigen, profitabel bist. Punkt 1. Ja. Punkt 2 ist natürlich Konsistenz. Woche für Woche profitabel zu sein. Punkt 3. Das CRV nach oben zu schrauben, ab 1,5 durchschnittlich. Ja, und natürlich die Trefferquote sollte das Ziel sein, eigentlich über 60% zu liegen. Ja, teilweise klappt, ne, auf meinem anderen Account, also morgens ohne Livestream, im Livestream, wie gesagt, zu viele Sachen, wo mein Kopf noch mit anderen Sachen beschäftigt ist. Aber ich denke mal, das wird sich nach einer Zeit auch legen. Weil mittlerweile auch, selbst wenn ich im Livestream bin, weder Nervosität, ja, noch andere Gedanken, okay, ab und zu, so wie gestern zum Beispiel war so ein Tag, ja, der erste Trade, man macht den, man wird direkt ausgestoppt, man wird wütend, man macht einen Folgetrade als falsch, ne, war emotionaler Trade. Das hat mich natürlich geärgert, weil statt $100 zu verdienen oder $220 zu gewinnen, habe ich $200 gestern oder 190 verloren. Und das war schon, ja, nichts, was man tagtäglich erleben möchte, ja. Also ich habe 3 Trades gemacht, eigentlich hätte ich noch einen Trade offen für heute, aber die Zeit ist um. Das heißt Feierabend. Yeah, yeah. Heute ein guter Tag. So. Falls noch Fragen da sind, jetzt oder nie, gibt's die Gelegenheit dazu, mir die Fragen zu stellen, die ihr habt. Ansonsten, wie gesagt, sehen wir uns morgen. Selbe Uhrzeit, 15:20 Uhr, hier nochmal. Ja. Feed. Ja, natürlich. Wie gesagt, nicht nur der nächste Tag, auch der nächste und der nächste und der nächste, darauffolgende Tag. Ja, wie gesagt, ich will das, was ich mache, ich will es langfristig machen, ich will langfristig davon profitieren. Das heißt, ich will jetzt nicht hopp oder top sehr schnell Konto aufbauen und dann aber immer Angst haben, dass ich das Geld verlieren kann. Sondern ich habe eine Basis, ich fange klein an und dann, ja. Dafür gibt es ja den Stream auch zum Beispiel nicht das, was viele oder die meisten eigentlich, ne? Wenn man sich auf YouTube umschaut, die meisten zeigen noch nicht mal negative Trades. Sie erwähnen sie mal, aber die zeigen sie gar nicht. Ganz wenige von denen zeigen auch mal, dass sie Verluste machen, aber gar keiner zeigt, wie er mit Verlusten umgeht. Machst du auch Sport leider nicht. Ja, wie gesagt, heute, oder ich versuch's wie immer, aber es ist eine harte Überwindung, es zu machen. Ja, weil eigentlich, wenn ich morgens aufstehe, bin ich schon beim Traden. Ja. Und dann eigentlich fühlt man sich nach dem Sport immer gut, aber ich finde, es ist immer so die Zeit. Ja, und nicht, ja, es ist zwar wichtig, aber es ist schwierig. Aber wann ich Sport mache und meistens auch kalt duschen ist direkt nach Tagen so wie gestern, ja, wenn ich merke, ich bin beim Traden emotional geworden und ich konnte das nicht direkt innerhalb von Minuten klären, also mich abkühlen, dass die emotionale Sachen sich aufhören, ja, dann muss ich Sport machen oder tatsächlich vielleicht weggehen von der Börse, weil dann ist der Kopf dicht und er kann gerade nicht abschließen, das ist nicht gut. Weil aus diesem einen Tag werden viele Trades minus sein. Deutschland zeigt, glaube ich, keiner Livestream-Handel.
Ja, weil ich denke mal in Deutschland, wie gesagt, es gibt ja nur die Trading-Experten, die nicht zeigen, sondern die dir Sachen verkaufen. Ich bin ja auf viele solche reingefallen, ja. Es ist ja. Ich habe viel Lehrgeld bezahlt. Ja, ich bin auch der einzige Verrückte, ja, der sich öffentlich bloßstellen kann, ja. Das Risiko eingeht, sich bloßzustellen. Das nicht vergessen, weil das ist großer Druck. Stell dir vor, du hast ein Unternehmen und du verkaufst deine Ausbildungen. Vielleicht bist du als Trader so 50-50. Ja, vielleicht kannst du es, vielleicht kannst du nicht, aber dein Hauptgeschäft ist ja zu traden, Produkte zu verkaufen, deine Ausbildungen oder wie auch immer. Und dann kann es ja nicht sein, dass du versuchst live zu traden, etwas zu zeigen, wie du nicht nur die theoretischen Sachen, dass du es wirklich praktisch umsetzt und zeigst. Ja, und dann plötzlich klappt es nicht und du kackst ab und dann ist ja dein Geschäft tot. Ja, sowas in der Art, ne? Na. Und wenn du ja, wie gesagt, den deutschen Markt sowieso anguckst, in diesem Bereich, was das Trading angeht oder Trading-Coachings, es basiert eigentlich nur auf Verkauf. Und tatsächlich, wo ich so generell so mal früher dachte, dass die ganz guten Trader, so wie, wie heißt denn der? Deutschland berühmtester Daytrader, Gott. Ja, wie gesagt, das sind wahrscheinlich Programmierer, die dir das Programm oder den Indikator oder die Ausbildung verkaufen wollen. Ja. Ich sag's dir, ich habe mich ja früher, das war ja immer so das größte Problem generell, was ich fand. Damals, ich war motiviert, ich war sehr begeistert, aber ich bin auch sehr ein leichtgläubiger Mensch. In meinem Kopf geht's gar nicht rein, dass irgendjemand mir einfach so Lügen auftischen kann. Und erzählen kann, wenn ich ihn frage, ja, funktioniert diese Strategie, kann man damit Geld verdienen? Und erzählt er, ja, man kann damit Geld verdienen. Ja. Aber auf der anderen Seite, ich probiere es aus. Und es funktioniert nicht und es funktioniert nicht. Und die Frage ihn, ja, woran liegt das, dass ich immer noch kein Geld verdiene? Woran liegt es? Ja, und er sagt meistens, ja, du bist so emotional oder du kannst das nicht, du kannst jenes nicht. Und dann denkt man, Alter, bin ich der einzig Dumme in diesen Ausbildungen? Oder beim Traden bin ich der Einzige, der nicht weiß, wie man die Trades ausführt, das Einfachste. Ja, und da kommen Selbstzweifel natürlich. Aber irgendwann mal hat man es auch gemerkt, okay. Ja, wenn man so ein bisschen reifer wurde, auch so ein bisschen mehr Verständnis für die Börse, irgendwann mal hat man sich ja auch nicht nur diese Leichtgläubigkeit sich geben lassen, sondern auch mal so zurückgehend und einfach so die Fragen, wo man selber nicht mehr weiterkam, wie zum Beispiel, wieso setze ich den Stopp dahin? Woran erkenne ich, ob da Trend besteht? Woher weiß ich, ob der Trend changed? Ja, und je präziser du wirst, je klarer Fragen du hast, ja, damit kannst du auch später, wenn du so eine Ausbildung kaufst oder dich mit dem Trainer oder Coach so unterhältst über Training, Strategie und sonst was, da kannst du ihm bestimmte Fragen stellen und das wird dir auf jeden Fall helfen, ob er einfach nur schnackt, ob er einfach nur theoretischer Trader ist, ob er tatsächlich sich damit auseinandergesetzt hat. Ja, und seitdem ich, wie gesagt, so ein bisschen hinterfrage, selber nachhake, ja. Natürlich, weil das ist ja, weil viele denken ja, mit dem Indikator verdiene ich Geld. Mit der Strategie verdiene ich Geld. Ja, mit diesem super Chart verdiene ich Geld. Mit dieser Kerze, mit diesem Programm, mit diesem... Es ist egal was, aber das ist das, was man denkt. Oder wo der Anfänger denkt, dass er einen Vorteil dadurch hat. Aber eigentlich hat er gar keinen Vorteil dadurch, sondern er hat einfach nur Geld für etwas ausgegeben, was ihm nichts bringt. Ja. Das ist zum Beispiel, bestes Beispiel, um dieses Phänomen zu beschreiben, zum Beispiel mit einem Kind. Ich habe letztens, ja, mit Manolo. Manolo ist ein Kind, ja, 9 Jahre alt ist er. Und wir haben uns letztens über Fortnite, ich weiß nicht, ob er das Spiel Fortnite kennt. Ja, aber wir haben letztens über Fortnite uns unterhalten und das Kind glaubt tatsächlich, dass wenn er neue Skins kauft, ja, diese V-Bucks, neue Skins, ne, dass diese Charaktere, dass sie einfach nur anders aussehen.
dass du dadurch automatisch besser wirst. Ja, nicht, dass man lernt, besser zu spielen, sondern sich zu verfeinern, Technik zu trainieren, sondern tatsächlich denkt der kleine Junge uns damit 100% überzeugt, dass wenn er sich neue Skins kauft, er automatisch besser dadurch wird. Und dann ärgert er sich natürlich, wenn er die Skins gekauft hat, den Battle Pass, aber trotzdem weiter verliert und nicht besser geworden ist, ja, als Spieler. Und das ist genau dasselbe Phänomen, ist aufs Trading zurückzuführen. 1:1, 100% als dasselbe. Ja, viele kaufen Indikator, viele kaufen sich ein Trading-Programm, Monitore, super Computer, super Rechner, super Möbel, Ausstattung, super Mikrofon, Kamera, obwohl er nie damit eigentlich arbeitet. Und denkt, er kann dadurch viel Geld verdienen. Und wie gesagt, das passiert einfach nicht. Ja, das gibt es einfach nicht. Sondern an der Börse oder egal wo es ist, geht es dann eigentlich nur um die Fähigkeiten. Das andere ist einfach nur Krimskrams. Einfach damit es gut aussieht. Aber es macht dich nicht besser und nicht schlechter. In diesem Sinne beende ich meinen Stream und wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen um 15:20 Uhr. Bis dann. Bye bye.